Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute einmal anders. Heute habe ich gedacht, nehme ich dich mal mit in meinen Garten und zeige dir ein klein bisschen hier, wie wir hier wohnen. (2019) sind wir ausgewandert aus Europa. Eigentlich völlig ungeplant. Und das, worüber ich mit dir in diesem Video sprechen möchte, ist, was es heißt, wenn wir unserer eigenen Intuition folgen und wenn wir das tun, was unser Herz uns sagt, wenn wir dem folgen, was in uns als Wissen vorhanden ist und was da passiert, weil es Magie pur ist. Ich erwähne das hier nochmal kurz. Ich habe öfters in Videos darüber gesprochen, dass ich 2006 dieses intensive innere Erlebnis hatte, eine Ameise, wo ich mit meiner inneren Stimme verbunden wurde. Vollkommen ohne Lehrer, ohne je Drogen genommen zu haben. Ein Ereignis, was wirklich ganz von innen kam. Und das Entscheidende, bevor das passiert ist, war, dass ich mich ganz tief gefragt habe, auf allen Ebenen in meinem Leben, was will ich eigentlich wirklich? Zum Beispiel, hier hast du meinen Hund, das macht ja das, was ich nicht so gerne mag. Rollt natürlich in irgendeine Duftnote. Was will ich wirklich? Und da hinein hatte ich diese Christusbegegnung, wo ich mit diesem Teil in mir verbunden wurde, der mein Ich Bin-Teil ist. Und wo ich dann verstanden habe, in diesem Ich Bin-Teil sind wir nicht getrennt. Da sind wir eine Energie. Alle Menschen, alle Lebewesen. Und von da an konnte ich ja auf alle meine Fragen Antworten hören und bekommen. Und ich musste das also alles Schritt für Schritt lernen, weil ich niemanden um mich herum hatte, der gesagt hat, oh, was du da machst, das ist jetzt genau richtig, so funktioniert das, sondern ich musste das mir selbst beibringen. Einfach learning by doing und sehen, dass immer Wunder entstanden sind, wo ich auf dieses Innere gehört habe. Und ich bringe jetzt mal, das ist ja 2006 passiert, also ich bringe jetzt mal diesen Umschwungspunkt, wo wir sozusagen quasi wirklich alles losgelassen haben in Europa und wo wir mit einem One-Way-Ticket aufgebrochen sind in das Unbekannte, einfach wirklich hörend auf das, was ich von innen gehört habe, vertrauensvoll, gehend und im absoluten Paradies gelandet sind. Ich nehme dich jetzt mal hier ein bisschen mit. Also, diesen Platz, wo ich jetzt hier drehe, hatte ich von Europa aus schon innerlich gesehen. Und wir sind mittlerweile 4,5 Jahre hier und es ist so ein absolut perfekter Platz, wie es besser nicht sein könnte. Und das Interessante ist, wenn wir das eben von innen hören und vertrauen auf unser eigenes Inneres, dann geht das Leben erst richtig los. Und das hat was mit Hüpfen und Springen ins Ungewisse zu tun. Hier siehst du gerade unseren Heilgarten, den wir angelegt haben mit lauter Heilpflanzen. Das sind hier Teeblätter, wahnsinnig intensive Heilpflanzen. Hier ist unsere Kokospalme.
ganz viele Ingwer- und Kurkuma-Sorten. Und in den Tropen wächst natürlich alles extrem schnell. Denn das haben wir dieses Haus haben wir hier abgerissen, erst im September 2022. Und jetzt haben wir Februar 24. Und es ist alles so üppig zugewachsen. Da war nichts. Das war alles Chaos, auseinandergerupfenes Chaos. Und jetzt haben wir hier einen herrlichen Garten. Natürlich, ich wusste schon länger, dass ich fertig bin mit meiner Mode, aber das ganze Umfeld musste natürlich mitgehen. Auch mein Mann musste natürlich in der Lage sein, diesen großen Schritt zu machen und alles loszulassen, was wir bisher auch mit großer Liebe aufgebaut haben. Aber der Unfalltod von unserer Tochter 2019 und die Situation wirklich so vor sich zu sehen, okay, da gibt's nichts festzuhalten, das war wirklich der entscheidendste Punkt, um zu sagen, okay, so jetzt springen wir einfach mal und gehen wirklich und folgen dem, was wirklich von ihnen eigentlich total ansteht. Und auch da hat's natürlich noch eine Weile gebraucht, weil erst hieß es Mailand, auch damit mein Mann mitkommen kann. Und dann weitete sich das, ja, weil wir das Angebot bekamen von jemandem, dass wir nach El Hierro auf eine Insel gehen, in den Kanaren, die letzte, kleinste Kanareninsel. Und da sind wir erstmal so drauf zugegangen und haben uns das so genauer angeschaut und dann gemerkt, nee, das hat eigentlich uns nur zu diesem Punkt geführt, wirklich frei sich zu überlegen, was ist es denn, was wir wirklich wollen. Und in dem Moment, wo wir gesagt haben, okay, was ist es eigentlich, was wir wirklich wollen, und ich meine innere Stimme gefragt habe, was ist denn eigentlich, was ich wirklich will, ja, da kam Bali, unsere eigene Banane in unserem Garten. Und hier noch eine, habe ich noch gar nicht gesehen. Siehst du sie? Ja. Genau. Und ich hörte dann auch, wir sollen mit einem One-Way-Ticket fliegen, weil wir würden ja gar nicht zurückkommen. Und wir waren beide in der Lage, genau das zu tun. Alles loszulassen, was wir bisher aufgebaut hatten. Hier siehst du unsere Unmengen an Passion Fruits. Das da oben, ganz oben, das ist Moringa. Das ist mittlerweile ein 7 Meter hoher Baum. Den hatten wir eingepflanzt, haben wir nur einen Ast in 40 Zentimeter Stücke geschnitten, in die Erde gesteckt. Und ja, das ist dabei rausgekommen. Das geht hier sowas von schnell. Das haben wir auch mit anderen Pflanzen auch gemacht, aber das lässt sich gerade nicht so gut zeigen. Ja, und wir haben verkauft, was wir noch verkaufen konnten. Und wir sind ins Ungewisse aufgebrochen. Und ich habe das auch schon an anderen Stellen erzählt, als wir mit dem Flieger hier landeten und wir kannten das ja gar nicht. Wir hatten keine Ahnung, wo wir jetzt wirklich hinkommen. Und als ich den Boden berührte, kamen mir die Tränen. Und ich wusste, ich bin nach Hause gekommen. Und so ist es seit heute. Und diesen Ort, den ich hier gefunden habe, von Europa aus, der ist so perfekt, auch menschlich so perfekt, wie es besser gar nicht sein könnte. Und es war auch so, dass ich das wusste, dass das für mich unabdingbar ist, dass ich dahin muss. Und ich habe zu meinem Mann wirklich gesagt, also du kannst überall hin auf der Welt, aber das hilft nichts. Ich muss hier buchen. Und ich habe einen Monat gebucht, ohne dass er gesagt hat, okay, ich komme mit. Und ich habe den zweiten Monat am nächsten Tag gebucht, ohne dass er gesagt hat, ich komme mit. Und ich habe das restlos offen gelassen. Ich habe gesagt, das hilft ja nichts. Ich muss ja dahin. Ich kann auf niemanden warten. Mein Weg führt mich hierher. Ja, ich muss gehen. Und ihm den vollen Platz gelassen, zu sagen, okay, was er braucht, wird er in sich finden. Und 2 Wochen später sagte er, okay, ich komme auch mit. Und
Ich erzähle dir das deswegen, weil vielleicht stehst du gerade an so einem Punkt, wo du sagst, es ist jetzt Zeit, wirklich entscheidend was Neues zu machen und Dinge zu verwandeln und zu verändern und wirklich endlich auf das zu hören, was mein Herz mir schon ewig sagt. Und das ist entscheidend. Es kommt darauf an, dass wir das tun, was wir von innen hören. Unabdingbar, weil dort liegt das Glück, dort liegt die Freude, dort liegt das Schönste, was wir erfahren können. Und das liegt, sag ich mal, grundsätzlich hinter der Angst. Immer hinter der Angst, wo wir denken, das ist unmöglich, das können wir überhaupt nicht. Und hier an der Stelle kommt es darauf an, restlos dem eigenen Inneren zu vertrauen und einfach zu gehen. Auch wenn wir ganz sicher sind, dass wir nicht können. Warum auch immer. Es ist damit eine Zeit begonnen, die schöner nicht hätte sein können, die segensreicher nicht hätte sein können. Es ist so, wie wenn das ein Gesetz wäre, dass also in dem Moment, wo das sozusagen wirklich schwierig wird und ganz viel Angst auftaucht und man durch die Angst hindurchgeht, die liegt wie eine Art Barriere direkt vor den Dingen, die schöner nicht sein können. Und es kommt wirklich darauf an, da durchzugehen und genau das zu tun, was man denkt, was auf gar keinen Fall geht. Also wenn dir Interesse daran liegt, dass du sozusagen wirklich etwas erlebst und erfährst, was schöner für dich nicht sein könnte, ja, dann musst du durch die Angst. Genau das, was wir immer vermeiden wollen. Es ist so, dass ich eben 2006 in diesem inneren Erlebnis wirklich gesehen habe, dass wir alle diesen Zugang haben und dass unser natürlicher Zugang eigentlich ist zu den Dingen, wenn wir Dinge erfahren wollen, die angeschlossen sind an das, was wir wirklich sind. Und dass dieser Punkt ganz besonders, wie sagt man, förmlich blockiert ist, so dass wir uns auf gar keinen Fall wirklich vertrauen und unserem Inneren folgen, weil da machen die meisten Menschen zu. Also an der Stelle, an der Schnittstelle, wo unser eigentliches Wissen, das vollkommenes Wesen zusprechen möchte, über unser Herz, über unser tiefes Bedürfnis, an diese Stelle ist hijacked im Englischen. Also diese Stelle ist ganz besonders übernommen, vom Verstand boykottiert. Hier setzt die Angst ein. Und das Freiwerden, ich habe noch nie einen Punkt gesehen im Leben, bei niemandem jemals, dass der frei geworden wäre, ohne dass er durch diesen Punkt der Angst hindurchgeht. Ohne dass er sich dem stellt, ohne dass er sagt, pfeift drauf, was der Verstand jetzt sagt, ich gehe jetzt einfach und ich folge meinem Inneren und ich folge meinem Herzen.
Ich habe noch nie gesehen, dass dieser Punkt einem einfach geschenkt wird und man plötzlich keine Angst hat ohne Arbeit. Es ist ein Punkt, den man wissen muss, wenn ich an dem in meinem Leben stehe, wo ich genau weiß, das und das sind die nächsten Schritte und ich habe wahnsinnige Angst, das zu tun, dann geht es darum, das zu tun und nicht zu tun, nicht der Angst zu folgen. Die Angst ist quasi das Gefängnis, das dich festhalten will und dir sagen möchte, also du kannst nicht, du sollst schön brav dem folgen, was ich dir sage, nämlich den Gesellschaftsformen, die über den Verstand gelernt wurden. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das zu verstehen. Es kommt darauf an, genau da durchzugehen, zu vertrauen und genau so zu gehen, wie der Boykott in dir sagt, das geht auf gar keinen Fall. Und wenn wir so anfangen zu gehen, da entlang, wo wir auf gar keinen Fall entlang gehen dürfen, weil die Angst uns da vollkommen weghalten möchte, wenn wir genau da entlang gehen, wo es genau nicht geht für den Verstand, ja, dann kannst du dich auf die größten Wunder überhaupt freuen. Heute Morgen hatten wir hier lauter Affen. Also normalerweise haben wir hier nie Affen, aber in unserem Zuhause ist eine Affenbande mit 20, 25 Affen plötzlich aufgetaucht und die waren hier überall auf den Dächern und waren gerade dabei, fast in die Bäume reinzukommen und dann hatte mein Mann Christian sie wieder weggescheucht. Also das ist das Entscheidende. Das Entscheidende ist genau in dem Moment wirklich dem zu folgen, wo du denkst, das geht überhaupt nicht. Das kannst du nicht. Und natürlich ist es so, muss man da durchgehen durch die Bock. Also du musst da durchgehen durch die Angst und erkennen, wo kommt die Angst eigentlich her und die Angst entlassen. Und natürlich ist es auch ein Aufbau zu sehen, okay, kann ich wirklich meine innere Stimme hören? Kann ich wirklich mein Herz hören? Höre ich das wirklich? Weil das ist ja meistens so, wenn ich wirklich das Innere hören kann, dann sagt ja der Verstand sofort, das geht nicht und du kannst dem nicht folgen. Auf der Stelle. Viele Erfahrungen habe ich gemacht, wo ich von innen hörte, ja, das ist jetzt das Nächste, das ist jetzt das Nächste und das ist jetzt das Nächste, worauf es ankommt. Und dann war mein Verstand sofort bei der Hand und hat gesagt, niemals. Und ich habe einfach gelernt, also wirklich die richtige Stimme auch zu hören. Und genau das zu hören, was mein Verstand gesagt hat, niemals. Und das ist der Weg in die Welt der Wunder, wenn man genau das tut, was der Verstand sagt, niemals. Wir sind genauso ja sehr abenteuerlich 2020 auch wieder zurückgekommen, um nochmal Sachen, den Rest aufzuräumen, den wir noch in Europa hatten, weil wir wussten ja nicht, dass wir jetzt komplett nach Asien auswandern. Und wir sind in einer Situation von Zauberkrankheit nach Europa geflogen. Wir hatten 40 Stunden gebraucht, den Flieger mehr oder weniger für uns alleine. Und es war eine herrliche Reise. Wir hatten einfach überhaupt keine Angst, weil wenn du deinem Inneren folgst, brauchst du auch keine Angst mehr zu haben. Weil da bist ja schon genug durch die Angst hindurchgegangen und dann siehst du einfach in sehr vielen Teilen ein Leben außerhalb der Angst und weißt aber sonst auch, wenn Angst auftaucht, wie man damit umgeht. Und dann siehst du die Wunder, die da anfangen zu entstehen, denn das war natürlich die schönste Reise überhaupt. Und es hieß, wir würden nie zurückkommen und natürlich kamen wir auch zurück, ohne ein einziges Problem. Was quietschst du denn so, mein Kleiner? Was hast du denn? Jo, schau mal, was ist denn? Was brauchst du denn? Ja, unsere Kleinen.
Das sind meine Hunde, die begleiten mich immer, egal wo ich bin. Und die meinen müssen auf Abenteuertour raus. Aber das ist jetzt nicht Thema. Und wir kamen sogar zurück. Natürlich kamen wir zurück durch die Führung von innen. Außen hieß es an jeder Stelle, es ist absolut unmöglich. Das geht überhaupt nicht. Also nichts. Niemand glaubte uns. Also keiner wollte einen Fahrer zu uns schicken. Also erst als wir im Land drinnen waren in Indonesien, war es dann okay, ja. Wie gesagt, von Jakarta aus. Wir sind jetzt in Jakarta, bitte schickt uns den Fahrer. Und dann kriegten wir einen Fahrer. Weil es absolut nicht ging, dass man reinkam. Aber wenn man eine innere Führung hat und wenn man die innere Führung nutzt und hinhört und vertraut und geht, dann geht alles, was nicht geht, für den Verstand. Und das ist auch das Entscheidende, warum ich dir das erzähle. Schau mal hier, das sind riesige... Es gibt nicht nur Finger-Kurkuma, roten. Hier gibt es ungefähr 6 verschiedene Sorten Kurkuma. Das hier ist ein riesiger gelber Kurkuma. Das ist eine absolut noch viel stärkere wie die orangenen Kurkuma, die man in Europa kennt. Heilpflanze, riecht schon richtig nach Medizin und ist irrsinnig stark. Und als wir dann wirklich drinnen waren, konnte das niemand glauben. Also die hier drin waren und nie weg gewesen sind, die konnten nicht glauben, dass wir wirklich reingekommen sind. Aber sie haben uns dann ja gesehen. So zu war es eigentlich. Und was ich dir damit erzählen möchte, ist, dass das völlig egal ist, was du alles Tolles weißt über den Verstand. Es ist völlig egal, ja. Es ist eine Frage, was dein Herz will und was dein Herz dir sagt. Und unser Herz, unsere Intuition, unser Inneres, das ist ganz tief in uns. Und es ist ganz tiefes Wissen, was wie von unten kommt. Manche nennen es auch Bauchgefühl und das kann man dann eben weiter noch ausbilden. Und ich habe auch dazu einen 5-Monats-Kurs entwickelt, weil auch mein Mann hat das zum Beispiel von mir wirklich gelernt und kann das heute ganz, ganz toll anwenden. Und es haben schon viele Menschen von mir gelernt, wie sie ihre innere Stimme hören. Ich gebe den Link hier unten drunter, da kannst du jederzeit einsteigen. Und diese Fähigkeiten, die wir natürlich haben, wirklich weiter verstärken und aktivieren. Und dem folgen in dir, was alles weiß. Heute lebe ich aus dem ausschließlich, weil ich natürlich im Praktischen erfahren habe, an so vielen Stellen, vergiss es, also all die Sachen, die man über den Verstand lernt, die bringen einen einfach nicht zu den Dingen, wo man hin will, sondern wenn wir in unsere Angeschlossenheit über unser Herz gehen, dann sehen wir, dass dort die unbeschreibliche Weisheit liegt, die wirklich unseren Weg kennt und dass es keine einzige Situation im Leben gibt, durch die wir nicht hindurchgehen können. Es ist immer wieder, wenn ich davon erzähle, sagen Menschen, ja, das konntet ihr ja alles so toll machen, weil ihr hattet ja so viel Geld, habt ihr ein ganzes Modeunternehmen und so weiter verkauft und. Konkret war es so, dass ich 2016 sehr schwer erkrankt bin an Rheuma und wir hatten zu dem Zeitpunkt lauter Projekte, die wir durch meine schwere Erkrankungen nicht machen konnten. Und wir hatten einiges an Geld von den Banken dafür bekommen. Und konkret war das so, dass wir lauter Schulden hatten an dem Punkt, wo es losging in die Welt.
Wir hatten überhaupt keinen finanziellen Boden, sondern es ging darum, blind, ohne Geld, also mit ganz wenig Geld, zu dem Zeitpunkt. Ja, wir haben viele Unternehmen aufgebaut und wir hatten immer wieder richtig viel Geld und wir hatten eben dann auch mal wieder gar kein Geld. Hoch und runter. Und es ging wirklich ohne Geld, ohne Sicherheit, restlos vertrauend auf die innere Stimme, darum, ins Ungewisse aufzuziehen, loszuziehen. Und es war mir möglich, dadurch, dass ich so sehr auf mein Inneres angefangen habe zu vertrauen und wirklich alles losgelassen habe. Ich habe ja auch noch mein geliebtes weißes Pferd verkauft in Europa. Dass ich anfing, wirklich von innen zu verstehen, worauf es wirklich ankommt. Und es war uns dann innerhalb kürzester Zeit möglich, wirklich alles zu verwandeln, was unsere Situation war, auch unsere finanzielle Situation, auch unsere Schulden, alles durch die Arbeit und durch den Weg von innen, der durch meine innere Stimme geführt wurde. Heute haben wir ein großes Reich hier. Alles, was ich dir gezeigt habe, ist unser Reich. Und alles, was wir machen, ist komplett geschiftet aus einem Bewusstsein, wo wir noch für uns gearbeitet haben und um die Rechnungen zu bezahlen und so weiter, zu wirklich das tun, wofür zum Beispiel ich gekommen bin, wofür wir gekommen sind, um zu geben, zu schenken und wie voller Wunder unglaublich zu empfangen. Ich habe mir gesagt, alles Geld, was ich auch über YouTube einnehme, spende ich, so dass ich niemals abhängig bin, ein Video zu machen, um Geld damit zu verdienen, sondern dass wirklich die Impulse, die aus meinem Herzen kommen, frei herauskommen. All unsere vielen Online-Kurse sind auf Spendenbasis, dass jeder das tun kann, was er wirklich tun will. Und wir sind sehr, sehr dankbar, dass es immer wieder Menschen gibt, die sehr, sehr viel mehr geben, so dass es möglich ist, genauso zu leben. Und das ist ein Denken, was dem Neuen entspricht, der neuen Zeit entspricht. Wir verschwinden aus der Führung, aus dem Festhalten, aus der Angst vom Verstand, aus der Kontrolle, in das Vertrauen, in das Herz, in die Führung, in das Wesen, was wir wirklich sind, in unsere Unsterblichkeit, selbstverständlich wissen wir uns zu bewegen, wenn wir sterben, und zwar auf die gleiche Art und Weise. Und in dem Moment, wo wir anfangen, wirklich loszulassen und zu vertrauen und also der Angst definitiv nicht mehr zu folgen, sondern die Angst bewusst wirklich für immer und ewig an den Nagel zu hängen und dem zu folgen, was sich durch unser Herz zeigt, wandelt sich alles wie Magie in nicht nur das schönste Leben, was man sich überhaupt erträumen kann, sondern auch in eine unglaubliche Fülle. Auf allen Ebenen. Es ist wie ein Bankkonto nach innen verrückt. Ich brauche nicht mehr die vielen Gelder, damit ich tun kann in meinem Leben, was ich tun will, sondern ich brauche das Vertrauen an meine innere Führung. Und dann kann ich alles tun, was ich tun will. Und das ist eben auch unter anderem mir so ein wahnsinniges Anliegen, weil es ist so, dass du in dir alles hast, was du brauchst. Wenn du diesen Kanal frei legst, der vorhanden ist, was dein Inneres ist, was deine innere Stimme, wie ich habe es immer innere Stimme genannt, was dein Inneres ist, wenn du das freilegst und das nützt für dein Leben, in deinem Herzen folgst in deinem Leben, folgst du purer Magie. Es kann schöner nicht sein.
Das heißt, das Tollste, was es überhaupt gibt in deinem Leben, ist, so das benutzt, gratis in dir, in deinem Herzen vorhanden. Wenn wir diesem Strom im richtigen Moment, am richtigen Ort, mit den richtigen Menschen, mit den richtigen Dingen sind wir in Übereinstimmung mit unserem unsterblichen Sein, tun wir, wofür wir hergekommen sind, was wir uns vorgenommen haben. Und wir leben ein Leben in unglaublicher Fülle und Reichheit und Schönheit von Augenblick zu Augenblick, im Augenblick. Wir müssen uns um nichts mehr kümmern. Alles, was ich mache, ich stehe nie wieder da, wo ich sage, oh, und wie mache ich das? Oder wie geht das? Oder was soll ich jetzt tun? Ich habe sofort, immer und gleich die Antworten bei der Hand. Und nicht irgendwelche, wo es dann vielleicht nachher doch nicht hinhaut, sondern wie es besser nicht sein kann. Also in dem Moment, wo wir aus der Führung vom Verstand, aus dem Festhalten, aus der Angst, rausgehen, das Loslassen, durch die Angst hindurchgehen, es geht nicht anders. Und vertrauensvoll auf unseren inneren Strom, der uns auch hierher geführt hat, der uns hat auf diese Erde kommen lassen, der dafür sorgt, dass du atmest, denn da tust du nichts für, der dafür sorgt, dass du verdauen kannst, denn da tust du nichts dafür, der dafür sorgt, dass du schlafen kannst und auch tatsächlich wieder aufwachst. Wenn du diesem Strom vertraust, der einfach da ist, der dich sowieso am Leben hält und gehst, du musst gar nicht wissen, wohin du musst. Ich weiß nicht, wo ich morgen hingehe oder übermorgen hingehe. Ich habe Impulse, aber was wann wie konkret passiert, das ist im Augenblick jetzt klar und nicht eine halbe Stunde vorher und auch nicht eine Stunde vorher und schon gar nicht einen Tag vorher und schon gar nicht ein Jahr vorher. Und das muss ich auch gar nicht wissen, weil die Sicherheit ist, dass ich jetzt die nächsten Schritte erfahre. Ich habe das auch in meinem letzten Video, glaube ich, zwei letzten Videos mit der Dornenhecke beschrieben, wie das ist, wenn ich im Augenblick anwesend bin und einfach von Moment zu Moment gehe, dann bin ich eben in der Lage, auch durch eine geschlossene Dornenhecke hindurchzugehen, aber ich bin eben auch in der Lage, mein Leben von Moment zu Moment ideal zu gehen. Wofür habe ich Angst? Ja, Angst hat immer mit dem Verstand zu tun. Es sind immer irgendwelche Sorgen aus der Vergangenheit oder aus der Zukunft. Die haben aber nichts mit jetzt zu tun. Die sind also immer zwangsläufig im Verstand. Dein Herz hat mich ganz, ganz tief gehört und verstanden. Und meine Botschaft an dein Herz ist: Vertraue. Vertraue diesen tiefen Impulsen, die in dir sind, diesen tiefen Bedürfnissen, die in dir sind. Es sind die Sprache deiner Seele. Wenn wir dem folgen, steigen wir aus allem aus, was wir an Dramen und Schwierigkeiten bisher vielleicht in unserem Leben kennengelernt haben. Ich freue mich sehr, wenn du dieses Video, wenn es dir gefallen hat, likest, wenn du mir einen Kommentar drunter schreibst oder Kommentare. Ich freue mich sehr, wenn du dieses Video an Menschen weitergibst, wo du weißt, die brauchen genau diese Botschaft. Und ich freue mich von ganzem Herzen auf dich das nächste Mal. Bis dann. Tschüss.